take your copy of The Strand here. Ah, das ist meine Witcher-Sinne. Ja, gib mir The Strand. Sorry, Mr. Holmes, I just sold my last paper. Du hast gerade gesagt, get a copy of The Strand. Hi, hier ist Max und willkommen zu einem Let's Play von Sherlock Holmes, The Awakened. Einem Remaster, könnte man sagen, eines Spiels von 2007 von Frogwares, das ich gar nicht kannte. Aus der Ukraine. 2007 kam dieses Spiel ursprünglich mal raus und es ist ein Gemisch aus einem Detektivspiel und einer Lovecraft'schen Cthulhu-Mystery-Geschichte. Und deswegen wundert es mich, dass ich das nicht kannte, weil ich habe ganz viele von diesen Spielen eigentlich sehr gerne gespielt. Dark Corners of the Earth, Call of Cthulhu, auch hier das Sinking City, so ähnlich soll es ja wohl auch sein. Es ist quasi an mir vorbeigegangen und ich bin gespannt. Ich werde vor allem hier jetzt einfach mal reinspielen und gucken, was denn alles so das Spiel zu bieten hat. Ob ich schlau genug bin. Baker Street. Ich meine, die Idee, Sherlock Holmes und Lovecraft zu kombinieren, liegt ja schon auch irgendwie ein bisschen auf der Hand. Ich finde, beides hat einen sehr ähnlichen Stil. Also, das ist nicht richtig, es hat nicht einen ähnlichen Stil, aber es gibt manchmal so ähnliche Vibes ab, ne? Die Geschichten von Lovecraft haben oft so ein mysteriöses, auch sowas kriminologisches Element. Und die Geschichten von Sherlock Holmes lassen sich, wie wir an zahlreichen Adaptionen gesehen haben, super leicht in andere Genres oder in andere Richtungen übertragen. Ob das jetzt Horror ist, Science Fiction, Ärzte. Namely, the whereabouts of today's newspapers. They are the key to everything. The newsboy is usually reliable. Medically speaking, I often find that the key to everything is good sleep. In a bed. Your papers are here, on the table. Let us see what the postman brought today. Okay. Welcome to the game. Use LS to move around. Press A to interact. Okay, Zeitung. The London Advertiser, 28. September 82, mein Geburtstag, also sozusagen 102 Jahre vor meinem Geburtstag. Tensions between England and Sweden are running high. Unfortunate mishaps during a recent visit to London. Princess Hildur. Chief among the scandals was the embarrassment of the British diplomatic corps as a result of the unexplained disappearance of Princess Hildur's personal bodyguard. A long-time member of her inner circle took the opportunity while off duty. Okay, also ein verschwundener Bodyguard einer schwedischen Prinzessin. Das hat ja sicherlich ja schon wieder was zu bedeuten. Gehe ich mal stark davon aus. A man like that gets noticed. The fair nightingales to comfort them. Okay. Gossip, all of it uninteresting. Was haben wir hier? Rotate. Your order from Barnes' bookshop has arrived, Doctor. Barnes insists on delivering the books to our door, even though we could easily walk to his shop. That's good service.
Another letter from Werner. Werner? I never reply, but they Werner. keep coming. Okay. I don't see the strand. Where is it? Pardon me? I am on the precipice of uncovering a pattern of crime across London spanning many months and involving many men. The missing paper cannot be a coincidence. That's preposterous. My dear fellow, life is infinitely stranger than anything. Jetzt muss ich mir auch noch merken, was er gemacht hat, bevor ich gespielt Life habe. used your newspaper to wipe its posterior, so after that unpleasant discovery this morning, I disposed of it. But in lieu of the strand, perhaps I can deliver you something equally tantalizing. Die komischen I have Geräusche. just returned from a patient of mine, Captain Stemwick, who... No, that will not do. Grab your coat, Dr. Watson. Let us hope nobody has collected the dustbin. Wenn das so ein wichtiges Dokument war, wieso hast du es dann nicht gescheit aufgehoben? Nein, ich will hier erst noch rumgucken. Sieht aber eigentlich ganz schick aus hier. Was haben wir hier? Close, I know it. I just need one more piece to crack the case. Sorry, aber es sieht so aus, als wärst du ziemlich unvorsichtig mit deinem Scheißdreck gewesen. I just need one more piece to crack the case. Okay, wie sieht's hier aus? Hier. Ups. Ups. Kann man es umwerfen? Ich will es umwerfen, komm. Ne, kannst es nicht umwerfen. Bleibt alles drauf. Ah? Nein, man kann es runterwerfen. Das ist ein bisschen seltsam. Okay. Hier haben wir noch einen Tisch. Ist alles egal. Hey. Die Physik ist ein bisschen wild. Die Tür ist natürlich dezent versperrt. The dustbin is yours for the digging, Mr. Holmes. Gut, also. Let's get to it. Das ist geil, dass alles umfällt. In dessen Nähe. Ich gehe meinen. Ich lauf. Huch. Ich lauf so dominant. Warte mal, das da oben seht ihr nicht, ne? It's rainy today, why not dress in something more appropriate for the weather? Open the casebook, navigate to wardrobe tab. Ich möchte natürlich total unpassend rausgehen. Also nehme ich das da. Oh nein. Dann. Das da. Das da. Gottes Willen. Das da. Fake Bruises? Warum sollte ich sowas machen? Ja, aber machen wir. Und was ist das jetzt? Ah, das ist Watson dann wiederum. Watson läuft bitte so rum. Gut. Also, ich finde, wir sind passend gedressed für diesen kleinen Ausflug. Leave it in the bin. Was soll das hier sein? Sowas wie eine Haarnadel? Hä? Ja, habe ich jetzt gesehen. Und hier, ist das nicht das, was ich suche? You were mistaken, Dr. Watson. The paper was indeed dirtied, but not how you implied. It's potting soil. A cactus spine. Ah. If it gets in your skin, it's awfully tricky to remove, and when laced with poison, the perfect assassination tool. Man kann es noch See, angucken. Watson, So. the conspiracy is real. Someone tried to poison me. Poison? You? That's madness. Wann hat jemand versucht, dich zu vergiften? Ich bin... Hold RT to run? Get the strand. Get your copy of the strand here. Ah, das ist meine Witcher-Sinne. Ja, gib mir the Sorry, strand. Mr. Holmes. I just sold my last paper. Du hast gerade gesagt, get a copy of the Then why are you strand. still here? Boss pays by the hour. No sense in returning early. You're a bright child. I presume you see everything that goes on. Nothing gets past me, mister. Then tell me,
Did you notice anyone suspicious at my door this morning? Ja, aber das kostet dich was. Like the man with your newspaper? Precisely. Das sieht I so know the bescheuert value aus. of a shilling. Dr. Watson, Cool, now I can take the day off. did you see what he was up to? Nah, not really. I saw him approaching your house, but I had a customer. Then there's a loud bang. I ducked down. Not because I was scared, because I wasn't. I had to protect the merchandise. And all I could see was him kneeling at your door. Okay, hat er was gesprengt? Can you describe the man you saw? He was Ja, er carrying hatte a einen box. bescheuerten falschen Bart, einen hässlichen Zylinder und aufgemalte Looks can deceive. Narben Hence the und appeal of Verletzungen. disguises. Which way did he go? Not sure. I was distracted by customers. Sorry. All right. You earned your shilling. That'll be all. Thanks, Mr. Holmes. Maybe I could be your eyes and ears. If you have more shillings. Get the strand. Get Ja, your doch. copy of the strand here. Du kleiner Lügner, du hast überhaupt gar keinen The Strand. You have a new question in your mind palace. Get the... Okay, das sind verschiedene Informationen, die ich habe. The Strand is missing. Was in the bin. Gut, wir könnten jetzt tatsächlich noch den Herrn Barnes und Noble persönlich fragen, weil er heute Morgen ja anscheinend auch da war. Also, das ist der Mind Palace. Who ruined the Strand? Who ruined the Strand? Ich glaube, ich habe noch nicht genug, um hier was zu sagen. Ich habe diese Evidences. Ich habe Observations. Ich habe Dokumente. Aber ich glaube, ich habe noch nicht genügend Informationen. Strand. Get your copy of the strand here. Aber irgendjemand hat wohl meine Ausgabe von The Strand mit einem Gift-Kaktus-Stachel versehen. Sodass derjenige, der es irgendwie beseitigt hat, mir ja irgendwie vielleicht sogar helfen wollte. Naja. Schauen wir mal rum. Hey, was ist mit dir? Do you even have enemies that would want to kill you? Okay, perhaps from Cordona. I'm on a break. Ja, das ist super. Genau, das ist das typische Lesewetter. Sag mal, lest ihr nicht auch mal am liebsten, wenn es regnet? Ich finde das dann viel entspannter. Hey, sind wir hier richtig für die Audition für den neuen Sherlock Holmes Film? Oh, die Kamera ist so ein bisschen stiff. Katze! Sag mal, was gibt's denn schon? The Cursed Mermaid, Fresh, Hearty and Still Lager, Wilson Pawn Shop, No Returns, Refunds. Die sind relativ neu. Die anderen Sachen sind alt. Ja, vielleicht können wir hinten einsteigen. Oh, was ist das? Du klebst überall diese neuen Plakate auf. Du warst es doch. Nee, können wir nicht, weil er hat doch keine mehr. Lass mich hier rein. Der pieselt immer noch. Okay. Es ist ja schön, wenn hier die Sache belebt ist. Aber man muss, glaube ich, unterscheiden bei solchen Handlungen, die Leute hier ausführen. Ob es telische Handlungen sind oder atelische Handlungen. Sowas wie Ballspielen, ja, wenn jetzt zwei Kids Ball hin und her spielen, das kann man, glaube ich, relativ lang machen, ohne dass es super auffällig ist. Aber Pinkeln ist halt eigentlich irgendwann mal vorbei. Also selbst wenn ich eine ganz schwache Blase habe, sollte eigentlich irgendwie zumindest mal nach 1-2 Minuten, und das wäre schon sehr lang, die Sache erledigt sein. Muss ich schon einen Gedanken in meinem Mind Palace quasi irgendwas Bestimmtes machen? So als Tutorial. Probieren wir das mal. Also, who ruined the Strand? Also wir haben Book from Barnes. Ich verstehe nicht ganz, okay, ich habe die Evidence jetzt gepinnt.
Ah, okay. Also ich verbinde da verschiedene Sachen und dann sagt er mir, ob es stimmt oder nicht. The newsboy said the suspicious man was carrying a stack of books. And this morning Mr. Barnes, the local bookseller, delivered a novel for Dr. Watson. A cactus spine assassination allowed bang. Visit to Mr. Barnes. Okay. Come now, Mr. Holmes. Murder? Yes, Barnes has his quirks, but he also has his scruples. Not every pawn knows its Pin part the of evidence the with the photo by pressing X to find. Try to find the book. Okay. Ich krieg's schon raus. Okay, also ich verstehe. Ich muss quasi, wenn ich Hinweise bekomme und ich das Gefühl habe, es wäre sinnvoll, zu dem und dem zu gehen, weil der ja wohl offensichtlich auch da war, dann muss ich, bevor... Ja, jetzt ist er nämlich wieder zurück. Dann muss ich quasi dem Spiel erst sagen, dass ich weiß, warum es so ist. Okay, kann man machen. Man muss es nur wissen, dass es so ist. Ja, hallo, wo ist Herr Barnes? Hallo, bist du Barnes? Observe. Voll aufdringlich so. Hallo, ich bin Sherlock Holmes. Bags under eyes. The effects of overwork. Ja, hier ist irgendwas noch. Oh, Hände. Schmutzig. Ink. Newspaper Ink? Ja, die Steuerung ist ein bisschen strange, ne? Ja, Schuhe. Oder hier. Ah, okay, ich konnte noch sehr viel weiter runter. Leans heavily on his right leg. Saw left leg. Und high heels. Wants to look taller. Okay, jetzt confirm portrait. Ist er ein Blackmail Victim? Weil er total gestresst ist durch die Erpressung, die irgendwie vorliegt, weil er vielleicht angegriffen wurde, deswegen humpelt er. Weil er mächtiger wirken will durch seine Schuhe? Oder ist er einfach nur ein Workaholic? Weil er nicht sehr viel Selbstvertrauen hat und deswegen größer wirken will. Das ist so viel größer wirkt er mit diesen Absätzen nicht. Vor allem wie hier schon drin steht, it seems unlikely that such a person would be involved in a murder plot. Das heißt, wir trauen ihm nicht zu, dass er sogar derjenige ist, der die Sache überhaupt erst veranlasst hat. Also er ist entweder ein Workaholic und es könnte trotzdem noch sein, dass man ihn für irgendwas anderes benutzt hat, oder er wird erpresst. Wir sind natürlich total die guten Detektive und sagen knallhart, er wird erpresst. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Oh, for goodness sake. Who goes there? Sherlock Holmes. Now will you please... Mr. Holmes. Golly, I did not see you come in. Would you care to answer some questions for me? Well, I wish I could, but I am deep in the weeds with work. Na, irgendwas ist auf jeden Fall faul. Also ich glaube, das Blackmail Victim ist nicht so Come verkehrt now, Mr. wahrscheinlich. Barnes. It will only take a moment. Really deep in the weeds with important things. Well, help yourself to any book. Just take it and pay later. I trust you, Mr. Holmes. Barnes doesn't seem like himself. Why is he acting this way? You're Er hat asking the irgendwie right Stühle questions, verschoben. Doctor. Hat er jetzt quasi die Let's Tür find a way to versperrt coax him oder out. will er sich da drin aufknüpfen oder so? Apologies, but I can't hear you. Please come back later. I could hardly Okay. imagine anything more macabre. Was haben wir denn hier?
A catalog of exotic plants on Barnes Counter. The name of the counter is Everlasting Plants for an Everlasting Love. Also er ist verliebt. Vielleicht wird er dadurch erpresst. Durch seine... Basics of cryptoanalysis. Cryptography in Egypt. Piers Barnes has an interesting hobby. Okay. Dann haben wir hier noch. Barnes has always been a little odd, but this is uncharacteristic even for him. Hier ist The Strand. Nimm's doch, du wolltest die ganze Zeit eine Zeitung. Die neueste Ausgabe von The Strand. Hier liegt Come sie. on, Watson, think. Er stellt sich vielleicht an. Was haben wir hier? Sonderausgaben. Hier ist der Blumenladen. Has to offer. In the language of Mycroft's secret agents, it's a sign. Dried flowers are replaced when the job is done. I wonder who the recipient is. Und die hatte hier... Improvised stand, but it does make the flowers more visible. Also die Blumen als Zeichen dafür, dass der Job getan ist, sozusagen. I like bookshops. One of the few spots in London where you are shunned. Hier haben wir den Baum des Lebens, was die Seraphim, irgendwas, also kabbalistische Geheimlehre oder irgend sowas. Schauen wir mal hier hinten rum. Was haben wir hier noch? Ja. Also, ich krieg den schon noch da raus. Hier, sein Hund. Didn't you once tell me that answers usually lie in plain sight? The ladder is broken. Ja, judging by the das ist freshness ja of the wood. okay. Das heißt, es ist hier oben. The ladder is broken. Recently, Ja, judging by the ich freshness of the weiß. wood. Ich weiß. Okay. Also. Das heißt, warte mal, muss ich jetzt wieder in meinen Mind Palace gehen? Ah ja, okay. Ich check manchmal nicht, wann es sinnvoll ist, da hinzugehen und wann nicht. Also, why is Barnes acting so... Moment. Das ist echt... Was würdet ihr jetzt sagen, was von den beiden ist aktiviert? Das Dunkle oder das Helle? Es ist das Dunkle, aber ich habe irgendwie den Eindruck, es sollte das Helle sein. Why is Barnes acting so strangely? Das heißt, ich brauche, wenn ich die Farben hier richtig deute, brauche ich einen Gegenstand, eine Observation und ein Dokument. Also, dann würde ich doch mal sagen... Warte, stopp. Also wir haben sein Character Portrait. Er wird vielleicht geblackmailt. Dann, er ist involved. Und er hatte den Kaktus. No. Vielleicht mit diesen Büchern. Wir hatten den Exotic Plants Catalog. Die Dead Flowers on Display. Und... Nein. Lass mal überlegen. Ich bin immer ziemlich schlecht in sowas. The strand is missing. Und dann kann ich das nicht wieder wegnehmen?
Stopp. Kann ich... Ich möchte gerne... Ah, das ist schon richtig. Okay, ich war mir nicht ganz sicher. Okay, also was richtig ist, bleibt. Watson steht schon so nebendran, so... Sherlock? Sherlock, ist alles klar? Mr. Holmes? Warte mal. Hey, was ist mit dir? I should have worn something warmer. Blumenladen. Ich will irgendwas mit den... Hier sind doch Blumen. Aha, okay, ich brauche noch mehr Infos. Es reicht einfach noch nicht. Encouraging people to stop and smell the roses? Our national emblem. God save the Queen. It must take patience and care to produce a bloom so beautiful. I imagine Kaktus. so. I merely sell them. Familiar spine? Is this what I found in my dustbin? Familiar spine? Is this what I found in my dustbin? The pot is damaged. The blow was severe, but softened by something. Aha, also er ist runtergefallen. Oder irgendwie. Anything particularly fancy, Mr. Holmes? Distant look avoids eye contact or distracted. Luxury fabric, unusual for work attire. Mourning brooch, honoring deceased husband. Wearing makeup for beauty or concealment. Clean boots, change shoes upon arrival. Also, is she still grieving? Oder is she ready to move on? Also, wir wissen, dass sie gesehen wird. Also vielleicht ist sie diejenige, die von Mr. Barnes ein bisschen umworben wird. Er interessiert sich für exotische Pflanzen. Ja, er möchte mit ihr über die Cymbidium sprechen, die sein Onkel Dagobert für ihn gekauft hat. Ich glaube, sie macht sich schick für Mr. No, but your distant look suggests you seek one man's gaze in particular. Who told you that? Nobody. Merely a keen eye and some Sie simple ist deduction. vielleicht diejenige, Well, I'll um die es hier kindly ask you geht. to keep your keen eye to yourself, Mr. Holmes. Provide evidence. Ich weiß schon wieder nicht, was... Okay, da ist so ein kleines Pfeilchen dran. Ist das Evidence? Das ist keine Evidence, oder? Dass ich mir eine Meinung von ihr gebildet habe, ist kein... Ich probiere es trotzdem mal. Und zwar, da machen wir noch... Exotic Plants Catalog. Und... What do you make of the flowers in Barnes' shop window? Well, they could use a bit of water. Do they mean anything to you? Mean anything how? I'm not sure I follow, Mr. Holmes. Why do you think they're there? Are you suggesting the flowers are for me? It seems likely, does it not? Oh, I hope you're right. Okay, Are you sure you're asking the right ich person? kann noch mehr I'm just a Sachen. flower seller. One of these things is not like the other. Come again? The cactus. Those fearsome spines can prove a devil to remove. And the sap is often toxic. And a rose thorn can give you tetanus, but we still grow them.
The cactus seems comparatively harmless, though you have me thinking it must be valuable. I was under the impression that you knew its price already. Your guess is as good as mine. The first time I saw this cactus was when I came back from my break. Claims she doesn't know. I'm afraid I can't help with that, Mr. Holmes. Jetzt alles I'm afraid I abfragen. can't help with that, Mr. Holmes. Are you sure you're asking the right person? I'm just a flower seller. Ich frag sie über irgendeinen Scheiß. Hey, kennst du den Zeitungsjunge? Und? Weißt du was über die gebrochene Stufe, die unterste Stufe in Mr. Barnes Laden? But we haven't shared much more than a look. A look? Yes. Each morning I go for a walk. Ah, in the park with she my dog. has a And dog. most days I spot Mr. Barnes there with his new puppy. So we see each other. Actually, we once met briefly while our Spiegel dogs played. Cabret. He was quiet and seemed unsteady as he approached. But since then, we've never spoken. I often see him staring through the shop window. Sometimes I wonder what he thinks about that would etch such longing onto his face. Okay. Ich glaube, wir haben genügend Infos. Ich hoffe. Also. Er hat die Dead Flower. Das hat er irgendwie angepinnt. Ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich, weil hier kann ich ja auch gar nichts anderes mehr machen. Also, Mrs. Fleming on Barnes. Und Roses for Sale. Cactus in Cracked Pot. Yes! Mr. Barnes is in love. Barnes displays a bouquet of dead flowers to attract the attention of Mrs. Fleming, a florist. He may hope she will come into his shop and give him watering advice. Barnes anonymously gifted her a cactus, which he ordered from the catalog on his counter. Questionable choice? Cacti Immortal. This is the same cactus he dropped on the strand outside Baker Street. Now to hear the full story. Sehr gut. I think perhaps I have been chasing shadows. Do not despair, Mr. Holmes. Even the best of us make mistakes. We better tell Mr. Barnes what we've learned. Er wollte nicht mit uns reden. Der Mr. Barnes, der hat sich I schon know what lange you did, erhängt, ey. And I know why you did it. I'm sorry, Mr. Holmes. I can't hear you very well from behind the door. You ordered a cactus from the plant catalogue and then left it for Mrs. Fleming as a gift. You place flowers in the window to get her attention and wear high heels to appear taller and more desirable. You are her secret admirer. Was macht er da drin? I couldn't Wollt ihr nicht read the langsam story's nachgucken? edition of the Strand because it was covered in soil and spines. I know you dropped a cactus on it and then fled. Barnes, it's Dr. Watson. Rest assured, we are not interested in disclosing your Aber warum personal hat er denn affairs dann to diesen anyone, Kaktus including bei mir Mrs. zu Fleming? Hause Please come out. fallen lassen? All right then. Warum? Also er hatte den Kaktus dabei So, you know what happened then? I was on my way back from the post office. und er hat's aus Versehen... Okay, das ist aber schon Quite an echt awkward sehr... package, heavy too. And when I got to your door, I dropped the cactus in your paper. Forgive me. I needed that paper to prove a theory and prevent a crime. Your actions were rather disruptive. Your clumsiness carrying the post is matched only by the clumsiness of your romantic gesture. Oh, Schwätzt doch nicht, Sherlock. I am useless with this sort of thing. I'm not even sure if Mrs. Fleming noticed. Ja, komm. As in Komm, most gib deine things, blöden truth is the Lebenshilfen. Cease with the obtruse signals and anonymous gifts and simply talk to the woman. What is the worst that can happen? She rejects you and you are freed from this endless purgatory. Naja, da spricht der Meister, ne? Yes. Yes, you're correct. Of course, thanks. I'm I do have cured. a slight tendency to overthink things. Thank you. So at last, we return to the matter of the paper. I'm investigating a string of burglaries. Did you perhaps read of any before the Du edition was hast spoiled? das Strand I da don't drüben recall, but rumliegen you're welcome sehen. to read our copy for yourself.
You had an issue of the Strand here all along? Ja, es lag seit Stunden neben euch! I am a bookseller. I have a subscription to every magazine and newspaper in London. So you ought to be familiar with the Sherlock concept of Holmes, varying der degrees. große Meister. Ja, muss erst eine hoffnungslose Romanze lösen, bevor er dieses I Zeitungsding am an nimmt. expert on obscure languages and translation and Yes, okay. Ja. Just give me the paper. Und da lag's doch die ganze Zeit rum. Saltpeter Explosion Rocks Docks. Na, ich sehe, hier waren wieder Meisterautoren am Werk. Locals at the port of London had a rude awakening last night, with loud bangs and thick red smoke disturbing the peace. Merchant ship Moskva had docked at Pier N3 in the early morning en route to Europe. Concussive explosions. The port authority is yet to comment on the incident, and it is unknown if any crew members were on board at the time. Eyewitnesses report seeing saltpeter leaking into the river, but with the area still off limits to workers and the public, it may be some time before we have full account of what transpired. Saltpeter kann man für Schwarzpulver verwenden, glaube ich. Come, Dr. Watson. Let us put this matter behind us. Farewell, Mr. Barnes. I hope to hear good news about you and Mrs. Fleming. Ich denke, wir haben die ersten Rätsel gelöst. Also für eine erste Folge ist das, glaube ich, ganz gut. Ich finde es aber ziemlich cool. Ich glaube, ich spiele noch ein bisschen weiter. Weiß nicht, wie lang es dauert. Wahrscheinlich relativ lang, aber so 1, 2 Folgen gehen noch. Oh, der Regeneffekt ist ganz cool, aber irgendwas doppelt sich hier. Es sind ganz sicher keine dreifach verglasten Fenster. Das ist quasi die Spiegelung. Naja, ist ja egal. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben und einen netten Kommentar freuen. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge von Sherlock Holmes The Awakening. Bye bye.